Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zum heutigen aktuellen Video. Auch heute möchte ich euch wieder einen meiner Tabake vorstellen. Den Tabakmeister dazu habt ihr ja eben schon beim Intro gesehen. Und zwar geht es tabakmäßig konkret um diese Mischung hier. Es ist vom DTM Dun Tobacco Tabakmeister Michael Apitz, der Michael Apitz Private Blend MA Black. Diese Dose hier habe ich mir Anfang diesen Jahres geholt, das sind 100 Gramm. Und den Auftritt, den offiziellen von Darnpipe, den habt ihr ja gesehen, wie die Dose angeboten wird. Von daher brauche ich da nicht allzu viel zu sagen. Neugierig gemacht hatte mich eigentlich ein Video von Yogi vor einiger Zeit, in dem er ja auch gesagt hat, dass dieser Tabak da was für mich sein könnte. Das war für mich halt eben der Anlass, den Tabak zu holen, den Tabak zu probieren. Doch ich würde sagen, bevor ich jetzt meine Meinung dazu kundtue, in gewohnter Weise, schauen wir uns doch erst einmal kurz an, wie der Tabak an sich überhaupt daherkommt und vor allem halt, wie ich ihn in die Pfeife eingebracht habe. Viel Spaß mit den Impressionen und wir sehen uns gleich zum Review. Hier ist sehr schön zu erkennen, dass der Tabak in allererster Linie aus einer Art rotbraunen Blattgut besteht, zwischendurch immer wieder ein paar Streifen des goldenen Virginias und natürlich auch die schwarzen Fetzen des im Tabak enthaltenen Black Cavendish, der offensichtlich auch der Aromatenträger sein wird. Für dieses Review habe ich mich dazu entschieden, diese V&Pot zu verwenden. Es ist eine V&O-Timer Nummer 66, Weißpunkt mit einem Silberband. Und die Pottpfeife mit ihrer doch sehr weiten Bohrung ist eben ideal, um dem Tabak den entsprechenden Freiraum zu belassen, damit sich der Tabak und auch die Aromaten entfalten können. Und der Tabak, der Ready Rubbed, ist eben entsprechend sehr leicht in die Pfeife einzubringen, unproblematisch im Stockverhalten und auch entsprechend unproblematisch im Rauchen. So, da bin ich wieder. Hier ist nochmal die Pfeife, ihr habt sie ja gerade schon im Bild gesehen. Es ist aus dem Hause Faun, eine Faun Oldtimer Modell 66, ein klassisches Pot-Shape, in dem Fall sogar mit Sterling-Silberring. Leider Gottes mit Ebonit-Kronstück, aber gut, man kann nicht alles haben. Was bei dieser Faun hier jedoch ein bisschen atypisch ist für Faun, das ist eben das Mundstück. Es ist ein sogenannter P-Lip, ein Lippenbiss. Und ich persönlich bevorzuge ja eigentlich eher den Normalbiss. Und der P-Lip wie hier ist eigentlich eher bekannt für Peterson-Pfeifen. Nichtsdestotrotz aber, der MA Blend, MA Black ist definitiv ein Tabak, dem man ein wenig Raum gönnen sollte, damit er sich und sein Aroma entsprechend entfalten kann. Und aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, dieses klassische Pot Shape zu nehmen, mit einer etwas weiteren Bohrung und in meinen Augen definitiv eine sehr gute Pfeife zum Rauchen von Aromaten, insbesondere jetzt hier von Michael Apitz Private Blend, den MA Black. Von daher würde ich sagen, kommen wir zum Review. Der Tabak bäumt sich nur ein ganz klein wenig auf. Von daher ist es an der Zeit, die Oberfläche schon mal wieder ein bisschen zu glätten. So, die Oberfläche ist geglättet. Jetzt ist es halt an der Zeit, die Pfeife ein zweites Mal zu entzünden und die Oberfläche wieder gleichmäßig zum Glimmen zu bringen. Der Tabak ist perfekt konditioniert, er nimmt die Glut auch sehr schnell und sehr gut an.
Was mir von Anfang an aufgefallen ist, ich habe den Tabak jetzt aus mehreren Pfeifen geraucht und er besteht halt nun mal aus Virginias, abgerundet mit einem Black Cavendish, aromatisiert mit Crème de Kakao und Vanille. Wer jetzt aufgrund dieser Beschreibung einen Hocharomaten erwartet, der wird hier vermutlich enttäuscht werden. Insbesondere zu Beginn, in den ersten paar Minuten, ich würde mal sagen, ersten 4, 5, 6 Minuten des Pfeiferauchens, kommt der Tabak meiner Meinung nach doch recht kräftig daher. Obwohl er ja auf der Internetseite von Darmpipe doch eben als ein milder Tabak beschrieben wird und mit einem entsprechenden ansprechenden Raumduft. Der Raumduft ist wirklich sehr angenehm und mir gefällt er sehr gut. Doch insbesondere zu Beginn des Rauchens, wie gesagt, ist der Tabak kräftiger. Vom Aroma her ist er doch recht würzig und dieses klassisch schokoladige Aroma oder auch dieser Hauch von Vanille, der meiner Meinung nach mehr im Duft drin ist als im Geschmack, stellt sich eben halt komischerweise erst nach einigen Minuten richtig ein. Anfänglich spürt man wirklich den Virginia, wie er brachial in den Vordergrund drängt. Und zwar weniger jetzt diese süßen Virginias, wie man sie beispielsweise von Torben Dahns Virginia Mysore her kennt, die einen sehr hohen Zuckeranteil haben. Sondern meiner Meinung nach sind es hier definitiv Virginia gerade, die ein wenig, sagen wir mal, doch in die würzigere Richtung tendieren. Und in meinen Augen definitiv einen großen Unterschied darstellen zu den klassischen Hocharomaten. Sprich, man spürt von Anfang an den Tabak, man schmeckt den Tabak richtig heraus. Man hat also auch trotz des Black Cavendishs keine von diesen berühmten Rauchpappen, wie man sie ja von vielen Aromaten her kennt, sondern die Virginias sind herauszuschmecken. Der Tabak selbst, er ist präsent. Und auch beim Abgang durch die Nase ist dieser halt wirklich sehr, sehr deutlich zu verspüren. So, jetzt ist es an dem Punkt angekommen. Jetzt fängt an, das Aroma sich ein wenig zu verändern. Ich sagte ja, nach ein paar Minuten ändert sich der Tabak. Der Virginia-Geschmack ist nach wie vor präsent. Doch meiner Meinung nach wird jetzt der Geschmack insgesamt in sich weicher, runder. Ist nicht mehr ganz so würzig wie zu Beginn. Die Würze ist nach wie vor da, aber halt eben nicht mehr so präsent im Vordergrund. Und neben der Würze des Virginias spürt man jetzt doch so ein bisschen die Aromatisierung. Die Raumnote ist, wie gesagt, sehr angenehm, aber ich kann sie nicht eindeutig definieren. Wer schon mal das Glück hatte, aus dem Hause Boswells den Chocolate Cream zu rauchen, der weiß, wie ein schokoladenaromatisierter Tabak riechen kann, nämlich wie ein richtiger, frisch gebackener Schokoladenkuchen. Die Raumnote vom MA Black ist auf jeden Fall angenehm, aber aus meiner Sicht zumindest nicht klar zu definieren. Er riecht gut, er riecht wirklich, wirklich sehr, sehr gut, sehr angenehm,
aber ich kann jetzt nicht sagen, er riecht nach Vanille oder ich kann auch nicht mit Bestimmtheit sagen, er riecht nach Schokolade. Er riecht gut, aber wonach genau, erschließt sich mir leider nicht. Ganz wichtig, vor allem an die Anfänger im Pfeiferauchen. Der Michael Apels Private Blend Emma Black basiert, wie gesagt, auf Virginia-Tabaken und zwar sowohl auf normalen Virginias als auch doppelt fermentiert zu einem Black Cavendish, der das Ganze ja noch so ein bisschen weich abrunden soll. Und vermutlich auch der Hauptgeschmacksträger sein wird. Aber basierend auf Virginia bedeutet halt immer behutsames, langsames, ruhiges Rauchen. Der Tabak, wie gesagt, bringt von sich schon eine gute Würze mit, hat aber halt eben den Nachteil, wenn er zu hektisch geraucht wird, wenn er vor allem zu heiß geraucht wird er sehr schnell kratzig, bissig, der Geschmack kippt und das Aroma ist dahin. Von daher behutsam, langsam dran ziehen. Und dem Rauch einfach die Gelegenheit geben, die Zunge ausgiebig zu umspielen. Wenn man dies beherzigt, ist dieser Tabak für mich auf jeden Fall eine gute Empfehlung wert. Es ist ein leichter Aromat, der mit einer natürlichen Würze daherkommt und definitiv eben nicht den Hocharomaten zuzurechnen ist. Von daher denke ich, dass dieser Tabak definitiv auch eine Empfehlung für all jene wert ist, die normalerweise eben doch auf die reinen Virginias schwören oder auf Virginia Burley Mischungen schwören, die nicht unbedingt den Aromaten so zugetan sind. Den würde ich trotzdem mal empfehlen, probiert den Tabak, lasst euch vielleicht einfach mal eine Probe mitschicken. Aus meiner Sicht ist er selbst für Puristen definitiv mal zwischendurch eine kleine Sünde wert. Ich werde ihn jetzt noch in aller Ruhe weiter rauchen. Der Pfeifenkopf ist ja nicht ganz gefüllt, von daher denke ich mal, Rauchvergnügen dürfte hier noch eine gute Dreiviertelstunde sein. Von daher war es das soweit von mir zu meinem Review für Michael Apels Private Blend MA Black. Ich bin gespannt, wer von euch diesen Tabak vielleicht selbst schon probiert hat, wie eure Meinungen dazu sind. Ich bin vor einiger Zeit über Facebook darum gebeten worden, zu diesem Tabak ein Review einzustellen. Voilà, hier ist es. Und von daher lasst uns unsere Meinung ein wenig austauschen. Die Kommentarfunktion ist ja schließlich freigeschaltet. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen. Wünsche euch weiterhin viel Spaß mit eurem Pfeifen und mit euren Tabaken. Genießt mir die Zeit, bleibt mir gesund, Happy Puffing und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal hier. Macht's gut. Ciao.